Es kann endlich wieder losgehen, nachdem ich ein paar Wochen eine fiese Bronchitis hatte. Vielleicht hört ihr es sogar noch an meiner Stimme. Bin ich endlich wieder in der Werkstatt. Und ich freue mich drauf, endlich wieder loslegen zu können, ein neues Bild zu machen. Der Entwurf steht schon. Und nicht nur der Entwurf steht, sondern auch die Vorlage ist schon fertig. Wieder mit möglichst unterschiedlichen Farben, um das dann hinter der Kette erkennen zu können. Und diesmal habe ich auch wieder Zahlen reingemacht. Das macht es mir leichter, die Farbkarte zu erstellen. Und jetzt kann ich loslegen mit Ausmustern der Farben. So, ein sehr wichtiger Teil ist geschafft, nämlich die Farben auszumustern. Ich habe mich entschieden, den Hintergrund schwarz zu machen. Den wird man aber kaum sehen, sondern die Schrift wird quasi der Hintergrund. Ich hoffe, das ist eine gute Idee, das so zu machen. Ich werde euch dann beim Weben erklären, wie ich das mache, weil das ist natürlich schon ein bisschen ungewöhnlich. Aber ich habe den Eindruck, dass es so wahrscheinlich am besten funktioniert. Wir werden es sehen. Es läuft nicht immer so glatt, wie ich das gern hätte. Was ist denn das jetzt für ein Gewurstel? Mache ich immer 5 cm Rand. Erstens mal muss ich ja die Vorlage irgendwo dran festheften. Dafür muss ja ein Stück Gewebe schon da sein. Und zweitens brauche ich diesen Rand, um später das Bild an den Keilrahmen festzumachen. Der Rand, den mache ich auch seitlich, damit es dann gleichmäßig verteilt ist. Und der wird nachher um den Keilrahmen gespannt. Habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn ich ein Bild auftacker, da brauche ich diesen Rand für. Jetzt bin ich soweit, dass ich die Vorlage dahinter heften kann und dann kann es losgehen. Die Vorlage ist dahinter geheftet und jetzt kann das Bild starten. Alles, was nicht schwarz ist, und das ist ja in dem Fall nur die Schrift, wird jetzt hochgehoben. Das heißt, bis die Schrift anfängt, wird alles bei dem Musterschuss hochgehoben. Dann kommt mein Grundtritt. Da kommt der zweite Stab. Den ersten ziehe ich raus und stelle den zweiten hoch. Und dann kann ich den Grundschuss schießen. Jetzt seht ihr, dass der schwarze Grundschuss nur am Rand zu sehen ist. Dann geht er unten durch, aber nicht einfach nur, er hängt nicht einfach nur durch, sondern er bindet mit den unteren Fäden und geht einmal dann da so unten durch und kommt dann am Rand wieder raus.
Das macht den Platz frei, um hier, wo jetzt der Schuss, Moment, falsch, wo jetzt der Schuss nicht ist, also wo der abtaucht, da jetzt die anderen Farben einzuweben. Ich sehe hier ja meine Vorlage, da sehe ich auch die Farben und die Zahlen und danach suche ich jetzt die Puschel raus, die ich brauche, um die ganze Breite zu weben. Ihr seht das dann gleich, wenn ich einmal eine Reihe fertig habe. So, das ist jetzt der Anfang vom ersten Schuss. Alle Farben sind da drin. Das ist nach dieser Vorlage. Vielleicht fällt euch auf, dass ich die Vorlage gedreht habe. Das heißt, ich webe das Bild nicht so rum, sondern so rum. Also das hier wird meine Breite und das hat einen ganz praktischen Grund. Diese Breite hier, also diese Höhe hier, sind 80 cm. Das ist das, was ich hier in der Breite gerade so weben kann. Wenn ich das jetzt aber so rumwebe und das dann schmaler ist, habe ich rechts und links sehr viel Rand, den ich dann einfach verliere, der unnötig ist, den ich abschneiden muss. Und das Material will ich mir einfach sparen. Wenn ich das dann nachher aufspanne, dann ist das Bild so aufgespannt und der Schuss verläuft so. Das würde euch jetzt vielleicht auffallen, weil ihr darauf achtet. Aber bisher, ganz ehrlich, habe ich noch nie gesehen, dass das irgendjemandem aufgefallen ist, dass irgendjemand gesagt hätte, das Bild hängt ja falsch rum oder der Schuss läuft falsch rum. Von daher ist es kein Problem, das kann man so machen und das ist für mich einfach dann praktischer. So, ich habe jetzt hier schon ein kleines Stück angefangen zu weben. Ich melde mich dann wieder, wenn ich hier anfange, auf die Schrift zu stoßen. Weil ich wollte euch ja zeigen, wie ich das dann mit der Schrift mache, da wird es dann wieder spannend. Jetzt bin ich an der Schrift angekommen. Da geht es jetzt los. Und jetzt werden wir sehen, wie es funktioniert. Ich hatte ja gesagt, es muss alles andere hochgehoben werden, bis auf das Schwarz. Also hier bei dem Schwarz komme ich dann hier hoch und gehe dann da wieder runter. Gleich sehen, was das für einen Effekt hat. An der Stelle sieht man jetzt den schwarzen Faden, also den Hintergrund. Hier ist also die erste Stelle, wo man schwarz sieht. Den Rest vom Schuss webe ich jetzt wieder ganz normal und mache immer an der Stelle dann weiter mit dieser Schrift. Das Puscheln muss natürlich jetzt hinter das Schwarz. Damit man den schwarzen Faden auch wirklich sieht.
So, ich finde, das ist richtig gut geworden, mein erstes Wort. Ich bin ziemlich zufrieden. Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie das rauskommt. Ich war mir jetzt nicht so sicher, ob das wirklich klappt mit dem Hintergrund als Schrift, aber es scheint zu gehen und so wird jetzt dann das ganze Bild. Ihr werdet es dann sehen, wenn es fertig ist. Tschüss, bis zum nächsten Mal.